Herzlich willkommen zum Online-Seminar für Lehrende aus dem Bereich Tastaturschreiben. Wir werden in diesem Seminar Tastaturschreiben aus lerntheoretischer Sicht betrachten. Außerdem werden wir didaktische und technische Aspekte dieses Unterrichts diskutieren. Dazu wünsche ich viel Erfolg. Der Unterricht in Tastaturschreiben bestand früher großteils aus reiner Korrekturarbeit. Kaum jemand hatte eine Vorstellung von einer Didaktik des Tastaturschreibens. Es gibt auch nur eine Handvoll Lehrbücher und kaum geprüfte Lehrpersonen dazu. Die letzten Didaktikbücher zum Unterricht von Tastaturschreiben stammen aus den frühen 90er Jahren und werden den technischen Entwicklungen und aktuellen beruflichen Anforderungen kaum gerecht. Der Typewriter versucht, diese Lücke zu füllen und ist sowohl Forschungsprogramm als auch Lernprogramm mit einem umfassenden didaktischen Konzept. Der vorliegende Online-Kurs betrachtet, ausgehend vom Lehrplan, Tastaturschreiben aus lerntheoretischer Sicht, gibt allgemeine Hinweise zur E-Learning-Didaktik und konkrete Anleitungen zur Didaktik des Tastaturschreibens. Zudem dient der Kurs als Anleitung für die Bedienung des Lernprogrammes und schlägt damit verbundene spezifische Abläufe für eine effiziente Unterrichtsarbeit vor. Der Grundkurs dauert etwa eine Stunde. Je nach eigenen Vorkenntnissen und Interessen werden zusätzliche Ergänzungen im Umfang von etwa 2 weiteren Stunden angeboten. Ich empfehle Ihnen alle Kursteile, bitte aber zumindest um die vertiefte Behandlung des Grundkurses. Am Ende des Online-Kurses wird ein zusammenfassender Fragebogen angeboten, mit dem man seine eigene Kenntnis der Kursinhalte überprüfen kann. Unklare Punkte können damit noch nachgelernt werden. Grundlegendes: Lehrplan 21 Effizienz und Ergonomie. Zweifellos wurde in der gesamten Geschichte der Menschheit noch nie so viel Text erstellt wie heute. Dabei wird der überwiegende Teil der Texte mit einer über 100 Jahre alten Schreibtechnik über Tastaturen in Computersysteme eingegeben und gespeichert. Das Schreiben mit 10 Fingern ermöglicht im Gegensatz zu allen anderen gebräuchlichen Techniken eine sehr rasche und nahezu fehlerfreie Erstellung von Texten. Von unterschiedlichen Quellen wird zumindest die doppelte bis dreifache Schreibgeschwindigkeit beim Schreiben mit 10 Fingern im Vergleich zur Zweifingermethode angegeben. Die Frage der Geschwindigkeit ist wichtig, da der Aufwand zum Erlernen des 10-Fingersystems naturgemäß durch einen entsprechenden Nutzen ausgeglichen werden sollte. Effizienz ist aber längst nicht der einzige Grund für den Unterricht im 10-Fingersystem. Überlegungen zur Ergonomie sind mindestens ebenso wichtig. Im Lehrplan 21 im Bereich Deutsch, Schrift, heißt es in den didaktischen Hinweisen sehr vernünftig formuliert. Die Schülerinnen und Schüler lernen, die Tastatur effizient zu nutzen. Sie lernen von Beginn an auf eine ergonomische Platzierung der Finger und Hände zu achten. Im 2. und 3. Zyklus bietet sich die individuelle Schulung mittels geeigneter Tastaturschreiblernprogramme zum eigenständigen Lernen im Rahmen von offenen Unterrichtsformen an. Die blinde perfekte Beherrschung der Tastatur zu erwerben, ist nicht Ziel der Volksschule. Bei allen möglichen Diskussionen über Lehrpläne halte ich diese Formulierung für sehr vernünftig. Effizienz und Ergonomie sind in Anbetracht der umfangreichen und zeitintensiven Nutzung von Computertastaturen in einem Großteil heutiger Berufe entscheidende Faktoren. Wenn man nur bedenkt, welcher Vorteil entsteht, wenn man mit dieser Technik für die Beantwortung der täglichen Mailnachrichten nur die Hälfte der Zeit benötigt und die körperliche Beanspruchung minimieren kann. In weiterer Folge sind im Bereich Deutsch die Begriffe Tastatur und Handschrift immer wieder nebeneinander zu finden. Somit werden diese Passagen der Tatsache gerecht, dass die Tastatur das Schreibwerkzeug für die Schnellschrift des 21. Jahrhunderts ist. An dieser Stelle sind keine besonderen Ansprüche zur Schreibgeschwindigkeit definiert. Dies ist sehr wichtig, da schnelles Schreiben zu Beginn den Lernerfolg hemmt, anstatt fördert. Die Geschwindigkeit sollte erst gesteigert werden, wenn das Tastenfeld bereits beherrscht wird. Darauf wird später näher eingegangen.